morgens und es war neblig, es war ein trüber Märzsonntag und das gab die perfekte Gelegenheit. Meine Geschichte fängt am 20. März 1988 an. Der Ort ist die Schleuse von Brunsbüttel im Nordostseekanal. Dort bin ich an diesem Tag am frühen Morgen von Bord eines DDR-Schiffs gesprungen und habe in der Bundesrepublik Deutschland, wie man damals so schön sagte, um Aufnahme gebeten. Der Geschichte voranging eine lange Überlegung, ob ich denn diesen Schritt wagen sollte, und nach vielen Jahren des Nachdenkens habe ich dann an diesem Tag die Entscheidung getroffen. Das heißt, die Entscheidung fiel schon früher, aber die Entscheidung umgesetzt. Die Entscheidung habe ich getroffen vielleicht ein Jahr vorher, und es gab dann aber verschiedene Situationen, die einfach nochmal erforderlich waren, wieder zurückzukehren, denn ich musste auch immer wieder Rücksicht nehmen auf die zurückblieben in der DDR. Und von daher war dann diese Entscheidung am 20. März 1988 der Tag, wo es einfach notwendig war. Der ursprüngliche Hafen war Hamburg, und in Hamburg hätten wir ganz einfach von Bord gehen können als Landgang. Und kurz vorher war der Hafen geändert worden, was an sich nichts Ungewöhnliches war. Ich bin in der Schleuse auf die Schleusenmauer gesprungen von Bord des Schiffes. Das war so eine Höhe von vielleicht 4 Metern. Und da ich diesen Einlaufvorgang wahrscheinlich 20, 30 Mal miterlebt hatte und wusste, wie es funktioniert und wusste, wie die Situation ist, habe ich dann entschieden, dass ich es an der Stelle tue, weil eigentlich war das insofern die gefahrvollste Situation, denn man hätte zwischen das Schiff und die Schleusenmauer kommen können, aber ich musste auch Rücksicht nehmen auf die Besatzungsmitglieder. Das heißt, ich wollte nicht, dass irgendjemand anders in diese Geschichte involviert wird, der dann sich möglicherweise hätte verantworten müssen, dass er mich nicht zurückgehalten hat. Es war mir schon auch ein bisschen unangenehm, denn trotz allem fühlte ich mich auch irgendwo, ja, ich will nicht sagen als Verräter, aber es hatte doch etwas von Fahnenflucht auch. Und was mich an der DDR gestört hat, damals hätte ich sicherlich gar keine so konkrete Antwort darauf geben können, weil es einfach so eine Summe von vielen Dingen waren, die zu diesem Unwohlsein fühlten oder die diese Entscheidung beeinflusst haben. Aus heutiger Sicht kann man natürlich sehr klar sagen, es war die fehlende Freiheit, es war die fehlende Entwicklungsmöglichkeit, es waren sicherlich auch materielle Dinge, die eine Rolle spielten oder von denen man glaubte, dass man sie im Westen vielleicht einfacher verwirklichen kann. Aber insgesamt war es, glaube ich, einfach diese gezwungene Situation der Unfreiheit und dass das Leben einfach von vornherein so klar durchbestimmt war, dass man selbst gar keine Initiative mehr ergreifen konnte. Für mich stellte sich die Frage auch, was tue ich, wenn ich die Zeit als Seemann beende oder wenn ich diesen Beruf nicht mehr ausüben kann, was absehbar war. Und es war für mich einfach undenkbar, nach 10 Jahren Seefahrt mich wieder in diese graue Masse in der DDR zurückzubewegen und eben nicht mehr reisen zu können. Und man kam auch nicht an das Brandenburger Tor heran. Ungefähr 300 bis 400 Meter vor dem Brandenburger Tor war die Grenzlinie für die Ostdeutschen. Und als ich mit meinen Eltern als Kind hier stand, erklärten mir meine Eltern auf meine Frage, warum man durch dieses Tor, das mitten in der Stadt ist, nicht hindurchgehen kann,
dass dort die Oma Hannover lebt. Und Oma Hannover, das wusste ich, die lebte im Westen und die konnte man nicht besuchen, die konnte nur zu uns zu Besuch kommen. Und daher war für mich als Kind schon klar, dieses Tor ist also tabu, da geht es nicht durch. Und jedes Mal, wenn ich in Berlin bin und durch das Brandenburger Tor gehe heutzutage, muss ich an diese Geschichte denken und ja, ein kleiner Schauder läuft mir über den Rücken, weil es irgendwie so undenkbar war, dass ich das jemals öffnen würde. Das Leben als Kind in der DDR, ja. Das beginnt, nachdem man natürlich im Kindergarten war, als Jungpionier. Und Jungpionier wurde man, wenn man in die erste Klasse kam. Und ich habe hier so eine Mitgliedskarte, der Pionierausweis. Und man war sehr stolz darauf, wenn man Pionier wurde, weil wir Jungpioniere lieben unsere Deutsche Demokratische Republik. Wir Jungpioniere lieben den Frieden. Wir Jungpioniere lieben die Eltern. Und ganz wichtig, wir Jungpioniere lieben die Sowjetunion. Denn die Sowjetunion war sozusagen das große Vorbild für alle. Und da, wo die waren, da wollten wir hin. Ein wenig vorteilhaftes Foto von Walter Ulbricht, der damals, als ich Thälmann-Pionier wurde, Staatsratsvorsitzender war, und ein Bild von Ernst Thälmann. Ernst Thälmann war der Namensgeber dieser Organisation und war der Kommunistenführer in den 30er Jahren und ist von den Nazis 1944 im KZ Buchenwald ermordet worden. Immer montags gab es einen Fahnenappell in der Schule und an diesem Tag trug man dann ein weißes Hemd und das blaue Halstuch und die älteren Kinder später dann das rote Halstuch für die Thälmann-Pioniere und die noch älteren trugen dann das FDJ-Hemd an diesem Tag und dann wurde an diesem Fahnenappell wurde dann immer die Woche eröffnet. Also ich kenne selbst keine Kinder aus meiner Klasse und auch nicht aus meinem Umfeld, die nicht bei den Pionieren waren. Und von einem Großteil der Freizeitaktivitäten wären sie ausgeschlossen gewesen. Das ist ganz klar, ja. Nicht in der Pionierorganisation zu sein oder später in der FDJ bedeutete eben auch, keinen Studienplatz zu bekommen oder nicht das Abitur machen zu können und dann eben keinen Studienplatz zu bekommen. Und man beschnitt sich also von vornherein in allen Entwicklungsmöglichkeiten, die eh schon gering genug waren. Und ansonsten, ja, wir guckten Westfernsehen und hörten Westradio. Aber man sollte natürlich das, was man dort sah, nicht propagieren und möglichst ja, nicht darüber sprechen. Und da meine Eltern ja beide Lehrer waren und in dieser Hinsicht immer noch besonders gefährdet waren, wenn sie ihre Kinder nicht im sozialistischen Sinne erzogen, waren wir einfach sehr früh darüber von unseren Eltern ja, aufgeklärt, dass wir diese Dinge zwar zu Hause taten, aber draußen nicht darüber sprachen oder sprechen durften. Ich entsinne mich an so eine kuriose Situation, als ich selbst noch nicht Westfernsehen guckte, weil meine Eltern erst als sie meinten, dass wir groß genug sind, um zu verstehen, dass wir eben draußen nicht darüber sprechen dürfen, uns in die Geheimnisse des Westfernsehens einweihten. Ich wusste, was eine Hitparade ist. Und wenn dann die Kinder montags über die Hitparade sprachen, dann habe ich immer gedacht, das hat was mit Hitler zu tun. Die 1000 kleinen Dinge waren die Dinge, die man jeden Tag zum Leben brauchte und die ganz unscheinbar waren, von der Garnrolle angefangen über die Schraube bis hin zum Nagel oder die selbstverständlichsten Dinge bis hin zum Toilettenpapier, was es zwischendurch mal nicht gab. Und so ein schönes Bonbon aus der DDR ist, es gibt alles, man muss nur wissen, wo es das gerade gibt. Weil da, wo man es gerade kaufen wollte, gab es es ganz bestimmt nicht, aber irgendwo in der DDR gab es das. Und nur gerade nicht da, wo man einkaufen ging. Also es wurde alles getauscht. Es gab nichts, was nicht getauscht wurde. Und je länger die DDR dauerte, desto mehr wurde getauscht.
DDR-Geld wollte irgendwann gar keiner mehr haben. Also mit DDR-Geld konnte man eigentlich natürlich im Laden bezahlen, das war klar. Die alltäglichen Dinge wie Milch und Brot und Butter und tatsächlich Butter gab. Oder das wirft, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch so ein Schlaglicht auf diese ganze Situation in der DDR, die ja heute so von vielen, die wehmütig zurückschauen, als so besonders warm und nachbarschaftlich und freundschaftlich dargestellt wird oder empfunden wird. Das war eigentlich so das Schmiermittel dieser ganzen Herzlichkeit. Dieser Zusammenhalt war geschuldet aus dieser Notsituation. Es war eine Notgemeinschaft. Wenn es das nicht gewesen wäre, dann hätte die ja weiter bestanden. Und alle, die heute darüber klagen, dass die gesellschaftliche Situation oder die Situation, die zwischenmenschliche, so kalt geworden ist, die verkennen einfach, dass die vermeintliche Wärme, die damals herrschte, die Wärme einer Gefängniszelle war. Wir stehen jetzt hier an einem letzten Teilstück der Berliner Mauer, Straße, der Straße, Todesstreifen an der Gedenkstätte Berliner Mauer. Also wesentliche Berührungspunkte mit der Staatssicherheit habe ich nicht gehabt, außer dass ich natürlich eben, als ich mich beworben habe bei der Reederei, diverse Fragebogen ausfüllen musste. Später, als ich dann eben zur See fuhr, da wussten wir, oder darüber wurde auch ganz offen gesprochen, dass wenn 5 Leute zusammensaßen, mindestens einer von der Staatssicherheit war. Nach 1990 gab es ja dann die Möglichkeit, diese Stasi-Akten einzusehen und zu lesen, was also dann über einen berichtet worden ist. Und meine Stasi-Akte fängt aber erst an mit dem Tag der Flucht. Wobei klar ist, dass es natürlich auch vorher eine gegeben hat, aber das ist offensichtlich alles vernichtet worden. Also 2 Dinge. Dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, über diesen Tellerrand zu schauen, den haben trotz aller Konformität, die meine Eltern sicherlich dann an den Tag gelegt haben, meine Eltern mir gegeben, weil die haben uns, also mir und meinem Bruder, immer auch klar gemacht, dass das, was wir draußen sehen, nur eine Seite der Medaille ist und dass es noch eine andere Seite gibt.